An einem bitterkalten Wintermorgen stieß der Mann auf einen wilden Fuchs, der in einem Eisloch mitten in einem schneebedeckten See gefangen war. Möglicherweise vom Hunger getrieben, riskierte der Fuchs sein Leben, um in den Fischlöchern, die die Menschen zuvor in die nun dicke, gefrorene Oberfläche des Sees gegraben hatten, Fische zu finden. Es sind die kältesten Tage des Winters, die ganze Gegend wirkt wie gefroren, und der Wind ist so beißend, dass sich selbst der Atem in einen trüben weißen Nebel verwandelt. Unter der eisigen Grube zitterte der Fuchs, sein Körper fast erfroren, seine verzweifelten Augen blickten zu ihm auf, als wolle er ihm seinen letzten Hoffnungsschimmer anvertrauen. In diesem Moment begriff der Mann, dass, wenn er noch länger zögerte, dieses kleine Leben für immer unter den kalten Wassern verloren gehen könnte. Er fand schnell ein stabiles Stück Holz, bückte sich so weit wie möglich und brachte es zu dem schwach zappelnden Tier. Sofort packte der Fuchs das Stück Holz mit seinen Kiefern fest und biss zu, als wäre es der zerbrechliche Faden, der ihn mit dem Leben verband. Der Mann zog mit aller Kraft, während der Fuchs sich mit seinen tauben Beinen am glitschigen Rand des Eises festklammerte. Nach einem nervenaufreibenden Kampf gelang es ihm schließlich, das Tier aus der eisigen Grube zu ziehen. Der Fuchs lag ausgestreckt auf dem Eis, sein ganzer Körper klatschnass, so erschöpft, dass er kaum noch atmen konnte. Ohne zu zögern, zog der Mann seinen Mantel aus und wickelte ihn um den leblosen Körper. Er drückte den Fuchs an seine Brust und wärmte das Tier mit seiner eigenen Körperwärme. Dann rannte er so schnell er konnte auf das Auto zu, ungeachtet des beißenden Windes und des Schnees, der ihm ins Gesicht peitschte. Der Fuchs saß regungslos auf dem Beifahrersitz, seine müden Augen blinzelten sanft gegen die weiße Weite draußen vor dem Fenster. Während des gesamten Abstiegs vom Berg ließ der Mann das Tier nie aus den Augen, seine einzige Hoffnung war, dass es die Kraft haben würde, es zu schaffen. Nach seiner Heimkehr setzte er den Fuchs neben den Kamin und bereitete Futter und warmes Wasser für ihn vor. Die Wärme breitete sich langsam aus und zog das Tier allmählich von der fragilen Grenze zwischen Leben und Tod zurück. Nach mehr als 3 Stunden konnte sich der Fuchs aufsetzen, und seine Augen erlangten allmählich die für ein wildes Raubtier charakteristische Wachsamkeit und Schärfe zurück. Es wurde aufmerksam, sein Fell sträubte sich, es knurrte bedrohlich und zog sich in die Ecke des Türrahmens zurück. Der Mann war nicht wütend, er verstand, dass es sich lediglich um Selbsterhaltung handelte, und öffnete die Tür, damit das Tier gehen konnte. Der Fuchs zögerte einen Moment, dann verschwand er im Schnee und hinterließ Stille und ein Gefühl der Leere in seinem Herzen. Der Mann dachte, es wäre das letzte Mal, dass sie sich sehen würden, doch unerwartet zog ein Jahr später, während eines weiteren harten Winters, ein heftiger Schneesturm auf. Er war überrascht, den Fuchs zurückkehren zu sehen. Er stand vor dem Haus, neben ihm seine beiden kleinen, zitternden Jungen. Mitten im tobenden Sturm warteten sie geduldig, ihre Augen voller Angst und verzweifelter Bitte um Schutz. In diesem Moment begriff der Mann, dass die Fuchsmutter die Güte, ihm vor Jahren das Leben gerettet zu haben, nicht vergessen hatte. Er öffnete die Tür, um die 3 kleinen Geschöpfe hereinzulassen, und bereitete ihnen einen Platz zum Ausruhen und Futter vor. In der Stille entsteht Vertrauen, das die Grenzen zwischen Mensch und Wildnis überwindet. Vielen Dank, dass Sie dieser Geschichte voller Liebe und Hoffnung zugehört haben. Wenn Ihnen das gefallen hat, klicken Sie bitte auf Gefällt mir und abonnieren Sie den Kanal, damit Sie die nächsten Geschichten nicht verpassen.